For English, Spanish, Japanese, Chinese, Russian subtitles, activate the subtitle button, please. Guten Morgen, liebe Reptil-TV-Gemeinde. Meistens, wenn ich um die Uhrzeit dastehe mit dem Mikrofon in der Hand, bin ich irgendwo in Afrika und wir machen irgendeinen Dschungelausflug oder was in der Art. Heute nein, ich bin noch in dem kalten Deutschland, wie ihr seht. Bin auf dem Weg nach Japan zur JRS, Japan Reptile Show. Ich möchte mit euch heute so eine Road-Movie-Folge machen sozusagen. Ne? Ich möchte euch mitnehmen von A bis Z, von Anfang bis Ende auf diesen Japan-Trip. Dass ihr mal seht, wie das alles wegen so abläuft. Wie gesagt, bin ich hier zu Hause. Werde jetzt hier im Geschäft die Sendung mit den Tieren einladen, die ich nach Japan schicke. Und möchte euch da mitnehmen. So, hier steht, was ich mitnehme. Eine andere Sendung noch, auch ganz witzig. Das ist hier ein Thailänder, der 4 Königspythons nach Thailand, nach Bangkok bestellt hat, die wir dann auch bei der Gelegenheit heute gleich verschicken. Und die anderen Boxen dahinter sind die Japan-Boxen. So, die Karre haben wir schon vorgewärmt, wobei es ist nicht mehr arg kalt. Also wir haben jetzt fast 10 Grad. Der strenge Winter ist vorbei, das ist natürlich gut zum Transportieren. Wobei eben die 2 Minuten, wo wir hier draußen sind, wie gesagt, das Auto schon warm laufen lassen. Und da drin ist dann ist es perfekt eigentlich zum Verschicken. Natürlich auch praktisch, wenn man Kameramann ist, dann muss man nicht so viel arbeiten, dann kann man die anderen beim Arbeiten filmen. Danke, Jürgen. Jetzt sind wir unterwegs nach Frankfurt auf dem Flughafen. Zum einen geht mein Flug dort nach Japan und zum anderen müssen wir die Tiere abliefern. Das sind 2 Sendungen, beziehungsweise das sind 2 verschiedene Dinge. Die Leute fragen mich ob ich die Tiere dann einfach mitnehme, so als Gepäck sozusagen. Ne? Das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist ganz separat voneinander. Das eine ist einfach eine Luftfrachtsendung, die man separat buchen und bezahlen muss. Und mein Flug geht genauso separat. So, dank Bleifuß bringt so ein Transporter auf knapp 200. So, jetzt sind wir hier Cargo Center, Tor 26. Hier ist die Animal Lounge von Lufthansa. Hier muss man die abgeben. Das ist der Herr Bohrer, Animal Cargo. Die machen wahrscheinlich 90% der Reptiliensendungen, die aus Deutschland rausgehen, gehen hier über Bohrer Air Cargo. Und da laden wir das Zeug jetzt ab hier an der Animal Lounge. Und werden die gelagert und dann gehen die von hier, von der Lounge an Lufthansa. So, da gehen sie jetzt dahin. Werden sie aufgeladen, kommen hier rein, da stehen schon irgendwelche Vögelchen, die weggehen. So, und ich schwinge mich jetzt in mein Auto, parke das irgendwo und gehe auf den Flieger. 9 Uhr morgens, Ankunft Tokyo Airport. Ich bin jetzt nicht der Freund von irgendwelchen Fast-Food-Ketten, aber hier den Starbucks hier, den steuere ich dann immer mal als erstes an. Gibt es einen guten Kaffee oder eine gute Latte zum Wachwerden. Man fliegt ja die ganze Nacht, kommt hier morgens an. Hier der Narita Express, der geht dann nach Tokio rein. Da muss man nochmal so eine 3/4 Stunde Zug fahren. Jetzt angekommen hier im Hotel. Witzigerweise habe ich diesmal mich um ein etwas Besseres bemüht und habe festgestellt, dass man für 20 € mehr hier richtig schöne Zimmer bekommen kann. Also die letzten Jahre war ich in Zimmern, die waren vielleicht so groß wie die 2 Betten zusammen, war das ganze Zimmer. Das ist jetzt zwar nicht riesig, aber zumindest wirklich ein schönes Zimmer und wie gesagt für 20 € mehr. Hier schöne Aussicht über Tokio Skyline. Die Tiere kommen hier in Tokio an. Auf Haneda haben wir sie geschickt, Haneda Airport. Ich bin Narita Airport gelandet und die kommen ebenfalls heute an, allerdings der Flug 2-3 Stunden später. Das heißt, ich kann mich noch kurz ausruhen
und gehe dann die Tiere abholen. Auch in Japan gilt, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich habe hier aus Ghana so diese Beads hier, ne? Das sind ja diese Perlen, ne? Die sind 200, 300 Jahre alt. Hat man früher, haben die Weißen die mitgebracht und eingetauscht, also nicht nur man kennt es aus USA ja, diese Glasperlen, wo die eingetauscht haben gegen Gold, und das gleiche war in Afrika, haben die weißen Siedler diese Perlen mitgebracht, eingetauscht. Das ist so ein afrikanisches Kulturgut jetzt, kann man in Afrika kaufen, sind wirklich antik, wie gesagt, ein paar hundert Jahre alt mittlerweile. Habe ich aus Ghana, bringe ich die immer mal wieder mit, und da habe ich 3 so Armkettchen, ich trage die ja selber auch hier, und die bringe ich hier meinen japanischen Geschäftsfreunden mit. Ich hoffe, die freuen sich. Denke ich, ist ein bisschen persönlicher wie irgendeine Flasche Wein oder Schachtel Pralinen oder sowas. Na, hier ein bisschen schön eingepackt, und dann hoffe ich, dass mein Geschenk hier gut ankommt. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Dizzy Point. Der Dizzy Point ist einer meiner größten Partner oder mein Partner hier in Japan, Tokio. Der Dizzy Point ist in Tokio direkt. Die Japaner bezeichnen es als mehr oder weniger Downtown. Für mich ist trotzdem knapp 20 Minuten mit dem Zug oder mit der Metro oder was auch immer. Aber Tokio ist ja so riesig, da sind die Verhältnisse hier anders, was Downtown ist und was nicht. Ne? Jetzt hier vorne auf der rechten Seite kommt's. Also ich bin jetzt von der Station zu Fuß hier auf dem Weg. Ist einfach viel leichter wie hier mit dem Taxi rumfahren. Kostet weniger und ist wirklich eigentlich fast bequemer und einfacher, wenn man sich zumindest gleich ein wenig auskennt. Also hier haben wir einen Dizzy Point. Ist einer der größten Shops in Tokio bzw. ganz Japan. Ich meine, man muss dazu sagen, dass in Japan Platz ganz anders oder eine ganz andere Wertung hat als bei uns. Ne? Also Platz ist absolut limitiert bei den vielen Japanern auf der in Anführungsstrich kleinen Insel. Das erkennt man hier. Wie gesagt, so mit der größte Shop in Japan. Flächenmäßig gibt es in Deutschland bestimmt viele größere. Tierangebot ist wirklich voll. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde probieren, hier ein wenig rumzufilmen. Hier sind sie kräftig am Arbeiten schon. Hey! Hier ist die Frau vom Sudo, die Asqua. Hey, how are you? Fine. Long time. Sudo! Hier ist der Big Boss. Das Sudo. How are you? Fine? Also. 7, okay. Also um 7 Uhr kommen meine Tiere hier an, sagt er gerade. Der Sudo hier definitiv eine Legende hier im japanischen Reptilien-Business. Macht es schon recht lange und recht intensiv. Wenn ihr hier Preise als seht, wenn ich rumlaufe, die ganz Schlauen gehen natürlich hin und googeln die Übersetzung, aber um es sich einfacher zu machen, man kann 2 Nullen mal auf jeden Fall wegstreichen und dann noch ein bisschen weniger, dann kommt man in die Region. Ne? Also wenn wir jetzt hier 298.000 haben, ich rechne dann immer 2.980, also 2 Nullen weg und dann noch ein bisschen weniger. Also das ist jetzt hier eine Deppenrechnung, aber so vereinfacht, da sind wir irgendwo bei 2.500 oder sowas, ne? 2,2, 2,4 um den Dreh rum. Einfach, dass man Preise wenig schnell überschlagen kann. Ne? 2 Nullen wegstreichen, dann ist man nicht ganz falsch. Der Sudo stellt mir gleich das erste Bier hin. Die Japaner sind auch gnadenlos. Da gibt es spätestens ab mittags um 12 gibt's hier nur Bier zu trinken. Die Tierauswahl ist absolut enorm in Japan. Die haben wirklich alles. Sie kaufen alles. Es ist mehr oder weniger dann auch egal, was es kostet.
Gerade auch die asiatischen Tiere, also im Varanbereich und so weiter, also die asiatischen Warane, haben sie wirklich alles. Schildkröten ist ein Riesen-Business hier. Ja, also ich würde sagen, das ist sogar das größte, also Wasserschildkröten ist hier das größte Business in ganz Japan. Hier haben wir die Taubwarane, die man jetzt in letzter Zeit, also eine Zeit lang gab es die ja gar nicht. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge vielleicht schon gezeigt, ich weiß es nicht. So seit einem Jahr sind die Taubwarane mehr oder weniger überall erhältlich. Gar nicht mal allzu arg teuer. Aber ich habe so den Eindruck, da hat irgendjemand in der Natur den Platz gefunden, wo man sie findet. Und jetzt werden sie ziemlich arg verschachert. Ach, hier haben wir ein paar schöne Theus. Handfütterung der Theus ist natürlich nicht schlecht. Das Hausmaskottchen, ein ganz süßer Pitbull, absolut oberlammfromm. Ich schätze mal, wenn hier nachts jemand in den Laden einbricht, begrüßt er die Schwanzwedeln, statt dass er sie vertreibt. Guten Tag. Konnichiwa. Auch ganz groß hier in Japan ist so das einerseits das Merchandising und auch so dieser Kult um irgendwelche Personen, sage ich jetzt mal. Ne? Also jetzt hier oben diese Tafeln, das sind alles irgendwelche bekannten Besucher, die mal schon mal hier waren. Ja, also irgendwelche Stars, was weiß ich, Musik, Film, sonstiges. Ach, pass auf, da entdecke ich und selbst so ab und zu auch mal ein kleiner Reptilienhändler darf mal so ein Schildchen unterschreiben. Also ich denke mal, ich bin hier mit Abstand der unbedeutendste, der da hängt. Also wirklich ganz wichtige Sache in Japan, wer hier die prominentesten Kunden hat, der macht das beste Geschäft. Was man auch viel sieht, sind diese Fennec, diese Wüstenfüchse. Ne? Also schon die ganzen letzten Jahre habe ich die immer wieder hier gesehen. Wie gesagt, ich tue es unbewertet lassen, ob man die halten soll als Haustier oder gar Terrarientier. Jeder für sich entscheiden. Beziehungsweise hier ist die Ansicht einfach dann noch gleich ein wenig anders wie bei uns. Hier haben wir Corucia zebrata. Circa 1000 Euro kosten die hier. Hier wieder diverse Warane. Wie gesagt, wieder überhaupt nicht mein Fachgebiet. Kann ich wieder gar nichts dazu sagen. So die australischen Skinke Egernia sind auch wahnsinnig beliebt hier. Preislich auch entsprechend. Wie gesagt, die Preise hier sind auch ich nehme an, so eine Art Suggested Retail Preis. Ich weiß nicht, ob die dann wirklich für den Preis weggehen oder ob es da dann auch noch irgendwelche Discounts drauf gibt, kann ich nicht beurteilen. Also für die Kunden hier. Hier Zeitschriften, Herbalife, Vivarium Guide. Das sind so die, und hier unten Creeper. Das sind so die 3 größten eigentlich hier in Japan an Magazinen. Ne? Also hier haben wir einen Shinisaurus, Crocodilurus. Mittlerweile, soweit ich weiß, in der Natur absolut rare Tiere, werden aber, beziehungsweise wurden früher gut und erfolgreich nachgezüchtet. Wir haben auch jahrelang immer wieder Babys verkauft oder Nachzuchten verkauft von den Bekannten von mir. Leider die letzten Jahre nicht mehr so, aber in der Natur sollen die wirklich fast abzählbar sein, so wenig gibt es da nur noch. Was sie auch erstaunliche Auswahl haben,
sind diverse Iguana, also Cenosaurus und Iguana-Arten. Also Sachen wie Delicatissima oder so, was man bei uns fast nicht kriegt an Iguana, kriegt man hier regelmäßig. Hier die Tigerpython-Abteilung. Terrariengröße, absolut nicht unsere Maßstäbe. Witzigerweise ist heute Badetag bei allen, also liegen alle im Wasser. Weiß nicht aus welchem Grund. Alles gebadet wird heute. Ach Gott, der hier, der ist ja echt, sehe ich gerade. Ich dachte, es wäre nur eine Puppe. Sag mal hallo. Spricht nicht mit jedem. Oh, und hier imposante leuzistische Weichschildkröte. Der Preis leider auf Anfrage. Ich als alter Albino-Fan, das ist natürlich also für mich gigantisch sowas. Netzpython, große Tiger, große Netz, hier große, zumindest eine große Aldabra. Das andere ist meines Wissens oder meines Erachtens keine Aldabra, sondern was anderes, ich glaube was Asiatisches. Und hier jede Menge diverse Wasserschildkröten. Also wie gesagt, sowas wie Behältergröße wird hier, glaube ich, gar nicht kontrolliert oder angegeben von den Behörden, wie bei uns. Wird sicherlich die nächsten Jahre auch irgendwann kommen. Ja, das war jetzt mal ein grober Überblick vom Zustand Sauberkeit meiner Beurteilung nach oder was ich sonst auch so in Japan schon gesehen habe. Wirklich guter Zustand. Sicherlich, wenn jemand sucht, findet er irgendwo eine Haut oder einen Kot oder irgendwas, das ist klar. Aber da, man sieht, sie sind hier am Saubermachen, jede Menge Tiere. Mein Eindruck ist, dass es schon wirklich ordentlich geführt wird. Wie gesagt, Behältergrößen dürfen wir uns kein Urteil erlauben. Oder will ich mir kein Urteil erlauben, weil es einfach japanische Verhältnisse sind. Er sagt, ich soll in der Toilette mal filmen. Die sind natürlich hier der wie heißt's? Ist hier angekommen. Star Wars. Ach, dann hier das Ganze noch mit Aquarien. Na, da kann man nur hoffen, dass man hier mal aufs Klo muss. Da hat man definitiv eine gute Unterhaltung. Ja, hier haben wir den Wei, Huswei. Er lebt hier in Japan, er ist an sich Chinese, aber lebt hier in Japan. Ist in der Schildkröten-Szene sehr bekannt. Ich glaube, er hat wirklich so mit die wertvollsten Schildkröten. You are mainly turtle freak, huh? Ja. Also die seltensten Turtles beim Huswei zu Hause. Hier haben wir jetzt auch so einen typischen Fall. Hier kommt jetzt ein Kunde rein und hat so ein, ich glaube ein Erdmännchen müsste es sein, ne? Bin ja auch nicht so der Fachmann. Der kommt mit dem Erdmännchen auf dem Arm daher. Also die wissen, dass die 5 Babys im Bauch hat. Woher auch immer die wissen, dass 5 sind, vielleicht Ultraschall oder so. Also wie gesagt, das ist so typische Sache in Japan. Die laufen wirklich mit ihren Haustieren auf dem Arm rum, so exotische Tiere. Also das sieht man nicht nur auf der Reptilienbörse, sondern das kann einem echt, klar, hier im Geschäft sowieso passieren. Aber selbst auf der Straße, man kann sein, dass einer
irgend so ein Säugetier oder auch eine Bardergame oder irgendwas spazieren trägt. Jetzt muss ich euch auch was Lustiges zeigen. Und zwar wie hier die Futterinsekten eingepackt werden. Also er hat hier die Grillen in der großen Box und die kommen jetzt hier, die werden hier ins Plastiktütchen abgezählt. Ja, also hier liegen die Plastiktüten und da kommen die rein. Das habe ich jetzt hier schon ein paar Mal in Japan gesehen. Etwas mühsame Methode, aber natürlich echt witzig, ne? Hier geht gerade ein Waran über die Theke, glaube ich. Das junge Pärchen ist jetzt hier schon eine halbe Stunde hier im Laden, hat sich umgeschaut. Und ich habe so den Eindruck, der Waran soll es werden. Aber interessant, hier diese Mundschütze, ne, mir fallen die gar nicht auf. Jeder, naja, wie soll man sagen, vielleicht jeder 10. Japaner ungefähr hat so einen Mundschutz gerade jetzt im Winter. Das machen die, wenn die hier erkältet sind, die Leute oder so. Zum einen, um andere nicht anzustecken oder vielleicht selber nicht angesteckt zu werden, aber vor allem halt, um andere nicht anzustecken. Ne? Wenn irgendeiner hier ein bisschen eine Erkältung hat, macht er sich so einen Mundschutz also auf der Straße, in der S-Bahn, egal wo er sich aufhält, mit dem Mundschutz. Und das soll wohl echt dann helfen, die Mitmenschen vor Ansteckung zu bewahren. Also, hier sind die Grillen drin. Hier läuft das Geld über den Tisch. Also die japanischen Heimchendosen sozusagen. Ich habe jetzt gerade mal gefragt, was denn so die seltensten und teuersten Tiere hier so sind. This is from Mexico. This is Yucatan box turtles. Also Yucatan Box Turtle, ne? Also Last year they gave us 4 eggs, I think. And this is second year. so this is the price, 850, 980.000. Price? Yes. Ja. Also This is the female price. okay, also so zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Very rare and expensive. Ah, I It's see. very expensive and very nice. I'll buy now Fly River. Fly River. Yeah. Okay, is Trionyx something? The scientific name Trionyx? Oh, sorry, I forgot. But Fly River, everybody knows. Don't worry. Fly River Soft Turtle. You think albino or leucistic? Ah, ist albino. Ah, Albino, red, yes. red eyes. Red eye, yeah. Ah, rote Augen. Ah, ich habe vorher leucistisch gesagt. Ja, also er sagt nur ein paar auf der ganzen Welt. So how much you think the value about? I don't know, maybe $30,000 or maybe more. Okay, also mindestens 30.000 Dollar. Hatte ich vorher doch einen guten Riecher. Ja, 30.000 bis 50.000 meint er. Okay, also ein neuer Gecko von Vietnam für die Gecko-Freaks und uns. Ist es Gecko oder Anolis? Oh, gecko. Yeah. Gecko, ja, sure. There were 4 or 5 species. Yes. Ah ja, der Taubwaran. Earless Monitor sagen die dazu, ne? Bei uns Taubwaran. Ja. Wie gesagt, in letzter Zeit mehr auf dem Markt. Hier zupft mich was von hinten, war der Kollege hier, der mich, ich denke, wer stupft mich von hinten und will was von mir? Okay. Also der eine ist St. Thomas, der kleinere wohl, ne? Und der eine war Saba Black. Ah, Saba Black, wahrscheinlich also ein Cenosaurus, ne? Okay. Preis knapp 3.000 Euro. Hier das Schildkrötenfreigehege. Was man viel sieht, sind Sternschildkröten, ne? Also keine Radiata, sondern Elegans. Hier übrigens auch noch ein alter Bekannter, der Kim aus Barcelona. Kim, say hello to Reptile TV. Hi, how are you?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Kim noch von Barcelona. Auch schon ewig im Reptilien-Business. Kam ja gerade mehr oder weniger zufällig zur Tür rein. Ja, jetzt habe ich gehört, dass meine Tiere gekommen sind. Okay, also hier die passen hier kaum durch. Gut, wenn man filmt, da muss man nicht zu viel arbeiten. Bringen wir mal alles hinter. Natürlich immer wichtig und spannend, dass alles heile ankommt. Ankam. Ja, ihr habt gesehen, alles tippitoppi angekommen. Also wirklich nicht ein Tier, was irgendwie nicht tadellos okay ist. Das Einzige, ich muss mich hier immer ein wenig kratzen und machen. Ich weiß nicht, bin ich hier gegen die Affen oder gegen irgendwas bin ich hier drin immer allergisch. So viel zu meiner Allergiesendung. Aber irgendwelche Säugetiere hier drin machen mir immer zu schaffen. Aber egal, wichtig, Sendung kam gut an. Und jetzt machen wir hier den geschäftlichen Geldteil und deswegen machen wir die Kamera aus jetzt. So, zum Abschluss nochmal hier der klassische Tisch im japanischen Zooladen mit einem Spanier. Die Bierdosen, der chinesische Schnaps und noch ein paar Tiere dabei. Und natürlich, und der Hund auf der Couch natürlich. Ja, für heute Feierabend. Morgen geht's auf die Messe zum Aufbauen. Morgen ist Freitag. Und dann morgen bauen wir auf, Samstag geht's los. Also telefonieren darf man nicht beim Autofahren, aber von Filmen und Aufnahmen, meine ich, steht nichts in unserer Straßenverkehrsordnung. Ich drehe nochmal die Kamera richtig. Scheiße, Mensch. Ja, also da verdient Lufthansa jetzt an mir schon mal die ersten 2.500 € heute. Können sie wieder streiken davon. Product Placement nennt sich das. Starbucks zahlt man da geschätzt 10 Millionen, 10.000 sagen wir mal, damit ich das mache. Also die Heimchendosen, wie wir sie haben, gibt es hier nicht. Hey. Hey. Jetzt will der Stinker hier. Der klaut mir hier mein Kabel. Da muss man echt aufpassen, wenn man zu nah hinkommt. Gerade hat er mir an der Kamera rumgezogen, jetzt zieht er mir das Kabel rein. Kann ich natürlich verstehen, dem ist langweilig hier in seinem Käfig. Deswegen macht er so Späße hier. Der will mir hier die Kamera klauen die ganze Zeit. Ich habe ihn gefragt, ob er heute seinen Hochzeitsanzug hat. Aber er sagt, nee, er hat eine Frau in Thailand und nächste Woche fliegt er nach Thailand, um sich scheiden lassen. Also es ist nicht sein Hochzeitsanzug. You say, I said it's not your wedding dress, it's your divorcing dress. Is it right? Yeah, it's my divorcing dress. Okay, also